Jo Leute, was geht ab? DJ Greg's American Muscle ist wieder da. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heutiges Thema Dodge Challenger, Bremsen wechseln, Ersatzteile Dodge Challenger und worauf muss ich achten beim Challenger beim Bremsenwechsel. Heute werden wir die Vorderbremsen, also die Belege und die Scheiben wechseln und hinten die Belege. So, fürs heutige Video brauchen wir einmal die Zange. Falls ihr euch fragt, warum die Zange, es gibt Bremsenkolbenrücksteller, den habe ich leider nicht. Dann in diesem Moment muss leider die Zange herhalten. Dann einmal ein Hammer, falls ihr irgendwelche Schrauben nicht locker kriegt und nachhelfen müsst. Eine Ratsche mit 22 mm für die Schrauben, um den Bremssattel komplett abzunehmen. Eine Drahtbürste, eine 13 mm Schlüssel und ein 16 mm Schlüssel. Die Belege an sich selbst, Keramikpaste, Bremsenreiniger, ein bisschen Küchenpapier, ein Drehmomentschlüssel und das Radkreuz, um natürlich das Rad abzuschrauben. Falls ihr euch fragt, wo ihr Ersatzteile für ein USK oder ein amerikanisches Auto herkriegen könnt, ihr könnt diese Teile von Importeuren beziehen, bei Online-Shops aus Deutschland oder am besten direkt aus Amerika. Meine Erfahrung her ist, dass ich die Teile am besten aus Amerika kriege. In dem Fall habe ich bei einem Online-Shop geschaut und bestellt und habe zum Beispiel Belege bestellt. Nur waren bei den Belegen zum Beispiel vom Brembo waren diese Klammern nicht dabei und da diese hier so oder so beim Challenger quietschen, habe ich gedacht, dass ich die auch mal gleich mit austauschen werde. Und ja, falls ihr euch fragt, die Marke Powerstop, was ist das überhaupt? Die Marke Powerstop in Amerika ist an sich für Pendlerautos ganz gut bekannt, aber auch für Sportbremsen. Und aus der Dodge-Gruppe, in der ich bin, wurden mir diese empfohlen, da diese von der Qualität her etwas besser sein sollen und ein besseres Bremsvermögen haben. Und diese sollen nicht so quietschen und nicht so viel Bremsstaub erzeugen wie die ganzen anderen normalen Bremsbelege. Kommen wir zum wesentlichen Teil des Videos, wie man die Belege ausbaut und die Bremsscheibe. Fangen wir dann einmal an. Dazu nehmt ihr euch einmal den 13 mm Schlüssel und einmal den mit 18 und 19. Setzt einmal quasi den 13er hier hinten an. Kontert mit dem 19er. Ne, ist sogar der 18er. Und dann öffnet ihr einmal quasi hier rüber. Und könnt dies oben und unten tun. Und dann ist die Schraube auch einmal locker. Und wenn ihr das dann oben und unten gemacht habt, könnt ihr den Bremssattel entfernen und befestigt ihn dann irgendwo, dass er fest ist, sodass er nicht rumfliegen kann und die Bremsleitung nicht beschädigt wird. Um den Bremssattel zu befestigen und die Bremsleitung nicht zu verdrehen, könnt ihr zur klassischen Methode greifen, einfach einen Kabelbinder nehmen und wenn ihr fertig seid mit der Bremsscheibe und den Belegen, einfach gerade wieder durchschneiden und Bremssattel draufsetzen. So, kommen wir zu den Bremsbelegen, die wir an sich einmal von oben und unten rausziehen. Einmal hier. Viel Belag ist auch nicht drauf. Ich wechsle an sich die Bremsscheiben, weil ich muss ehrlich sagen und ich muss euch den Tipp geben, das Auto wiegt knapp 2 Tonnen. Angenommen, ihr brettert auf der Autobahn mit 200, unbegrenzt natürlich, und euch fährt, wie bei mir morgens um 5 Uhr, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, einfach ein Taxi auf die linke Spur. Und ihr müsst natürlich eine Frontbremsung einlegen, dann ist klar, dass die Bremsscheibe das nicht mitmacht, weil ihr bremst von 200, 2 Tonnen knapp. Mit mir und einem Volltank sind wir knapp bei 2,3 Tonnen. Ihr bremst da ab und dann ist klar, dass sich die Bremsscheibe verzieht. Und dann ist in dem Fall klar, wenn ich auch beim Bremsen dieses Ruckeln habe, dass ich da Belege und Bremsscheiben direkt wechsle. Und an sich an Bremsscheiben und Belegen solltet ihr nicht sparen. Spart bitte nicht am falschen Ende. Besorgt euch bitte was Ordentliches. Denn Sicherheit ist in diesem Fall sehr wichtig. Um den weiteren Teil des Bremssattels zu entfernen, brauchen wir einmal die Ratsche mit der 22er Nuss. Und dann schauen wir gerade hier hinter. Da haben wir einmal unten und oben einmal die Schraube. Hier habe ich die quasi schon mal vorgelockert. Diese öffnet ihr dann einmal mit der Ratsche nach unten. Und diese habe ich nicht gelockert. Die ist etwas härter. Mein Tipp an euch: Wenn eine Schraube sich nicht so leicht öffnen lässt, einfach gerade festhalten und mit der Faust einen Schlag geben. Oder ihr nehmt den Hammer, befestigt die Ratsche und haut drauf und dann lockert sich die Schraube auch. Wenn ihr dann den restlichen Teil des Bremssattels entfernt habt, könnt ihr an sich die Bremsscheibe runternehmen.
Wenn euch die Bremsscheibe mal nicht runterkommen möchte, weil sie festgerostet ist oder fest ist an sich, mein Tipp an euch, nehmt euch einen Hammer, wenn ihr die Bremsscheibe wechseln müsst und die für den Arsch ist, einfach gerade einmal links, rechts, oben, unten, dann lockert sich diese und dann könnt ihr die einfach abnehmen und diese dann wechseln. Tut mir den Gefallen oder tut euch selbst den Gefallen und reinigt die Radnabe, bevor ihr die Bremsscheiben wechselt. Das hat folgende Gründe. Einmal, dass die Ebene glatt ist und die Bremsscheibe an sich fest an ihrem Platz sitzt und damit verhindert, dass die Bremsscheibe, wie gesagt, richtig sitzt und damit verhindert ihr, dass ihr im Endeffekt Vibrationen habt oder die Bremsscheibe sich so verziehen kann, weil ihr die Bremsscheibe nicht richtig an ihrer Position befestigt habt. Damit ihr wisst und auch seht, wie ihr die Radnabe von Rost befreien könnt, zeige ich euch das mal kurz. Dazu braucht ihr einmal einen Bremsenreiniger und eine Drahtbürste. Und an sich müsst ihr nur die Oberflächen von Rost und vom Bremsstaub befreien, die einmal die Schrauben betrifft, um einen Teil des Bremssattels zu befestigen und die Radnabe an sich selbst. Also wie gesagt, einfach nur mit der Drahtbürste die Oberflächen richtig sauber machen. Bei mir ist das schon ziemlich sauber, da ich auch vor kurzem das alles erledigt hatte. Und wenn ihr dann den Rost runter habt, einfach gerade Bremsenreiniger nehmen und runterspülen. Das verdunstet dann auch. Bevor ihr eure Bremsscheibe an die Radnabe befestigt und montiert, solltet ihr darauf achten, dass ihr diese von Fett und sonstigen Flüssigkeiten befreit oder Ölen. Deswegen, bevor ihr Bremsscheiben immer einbaut, egal ob Challenger oder USK, egal bei welchem Auto auch immer, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr die Bremsscheiben vorher immer reinigt. Wie man gleich im Beispiel schön sehen kann. Einen Moment. Wie ihr seht, hier ist immer noch Dreck drauf und das wollen wir natürlich nicht. Öl, Fett, Flüssigkeiten, einfach alles mit Bremsenreiniger runter machen und auf die Radnabe montieren. Also einmal Vorderseite, dann nehmt ihr noch einmal die Rückseite, einmal komplett einsprühen mit Bremsenreiniger. Und auf die Radnabe montieren. Wenn ihr die Bremsbeläge und die Führungsschienen mit Keramikpaste besprüht habt, müsst ihr an sich den Bremssattel nochmal befestigen, wie wir ihn gerade oben gesehen haben. Einmal gerade runternehmen. Und ja, wenn ihr die Bremskolben in diesem Fall nicht genug zurückgestellt habt, könnt ihr den Bremssattel an sich auch so nicht befestigen. In diesem Fall, wenn ihr keinen Bremskolbenrücksteller habt, könnt ihr euch die Zange hinzuziehen. Achtet darauf aber auch bitte, dass ihr die Bremskolben nicht beschädigt. Also ich lasse ihn jetzt mal kurz hier hängen. Zum Beispiel befestigt den Belag einmal hier. Stellt eure Zange dann relativ breit ein und greift dann einmal hier nach oben und drückt mit voller Kraft die Bremskolben zurück. Einmal mit voller Kraft zurück. So. Dann einmal alles zur Seite. Und dann könnt ihr den Bremssattel einfach und ohne Probleme an seinen vorgesehenen Platz befestigen. Einmal oben und unten mit den Schrauben, nicht vergessen. Mit dem 13er Schlüssel dann einmal hier und mit dem 18er kontern. Einmal befestigen und mit der Kontermutter einfach fest
machen. Das gleiche macht ihr einmal oben und unten. Und dann ist euer Bremssattel auch fest. So wechselt ihr Bremsscheiben und Belege beim Challenger vorne und hinten. Wenn ihr alles fertig habt, nehmt ihr einmal nochmal Bremsenreiniger, macht den Bremssattel ruhig sauber und dann nehmt ihr an sich auch euer Rad, montiert das auch an der Radnabe mit den Radmuttern und nehmt euch einmal einen Drehmomentschlüssel zur Hilfe und zieht den mit ungefähr 110, 115 Newtonmeter fest. Nachdem ihr dann die Bremsscheiben und die Belege an der Vorderachse gewechselt habt, geht nochmal sicher, dass ihr was abgelegt habt, damit der Wagen nicht nach vorne rollen kann. Und genau, an sich müsst ihr dann die Schritte wie an der Vorderachse befolgen. Einfach mal hier den Rost entfernen, auch an der Radnabe, damit die Bremsscheibe und die Belege richtig arbeiten können. Und an der Felge an sich einmal von innen auch, wie wir hier sehen können. Ich habe schon Vorarbeit geleistet, damit ich euch das einfach und schnell zeigen kann. Hinten an der Hinterachse brauchen wir die Zange nicht mehr. Ja, ich weiß, es gibt dafür Bremskolbenrücksteller, aber in diesem Fall gibt es beim Challenger die Möglichkeit, dass ihr einen Schraubenzieher nehmen könnt, flachen. Dann habt ihr einmal hier diese Aussparung, könnt einmal hier reingehen, zwischen Belag und könnt den Bremssattel dann nach hinten drücken und den Bremskolben wieder rein. Wenn ihr den Bremskolben dann zurückgedrückt habt, braucht ihr einmal einen 15er Schlüssel und einmal einen 19er, damit ihr hier einmal die Schraube öffnen könnt und dass ihr dann mit dem 19er hier einmal gegenkontert und dann könnt ihr einmal die Schraube an sich öffnen. Wie gesagt, ich habe einmal hier Vorarbeit geleistet, damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Dann nehmt ihr den Bremssattel ab, legt ihn irgendwo hin, damit er nicht rumfliegen kann, wegen den Bremsleitungen. Und wenn ihr den kompletten Bremssattel abnehmen wollt, ist dann in diesem Falle die Schraube hier. Und dann müsst ihr einmal hier und gegenkontern. Wenn ihr dann den Bremssattel entfernt habt und an eine Position gelegt habt, wo er fest ist und euch nicht stört, geht ihr weiter an die Belege. Könnt ihr euch einen Schlitzschraubenzieher hinzunehmen, einmal inzwischen rein und euch die Belege einmal rauskommen lassen. Wie man sehen kann, ist hier auch wirklich nicht viel mehr drauf auf den Belegen. Und das ist der Grund, wieso ich die auch austauschen möchte. Weil Sicherheit eben vorgeht. Hinten genauso wenig. So. Dann haben wir einmal hier auch schon die neuen Belege von Bosch. In diesem Fall sind jetzt keine neuen Metallclips dabei. Ihr könnt auch die alten Clips verwenden. Nur solltet ihr auch in diesem Falle die Clips vorher mit der Drahtbürste, wie wir hier haben, einmal hier die Clips reinigen und dann mit Bremsreiniger absprühen. Und dann könnt ihr auch in dem Fall die Schienen hier nochmal reinigen und dann könnt ihr auch die Belege auf die neuen oder die alten Clips verwenden. Wenn ihr dann die Clips und die Oberflächen hier von dem Bremsstaub befreit habt, nehmt ihr die alten Clips und setzt diese dann dementsprechend wieder ein in die richtige Form, einmal oben und unten. In diesem Fall sind es beides die gleichen. Da spielt es keine Rolle, welche ihr oben und unten hinsetzt. Schaut halt nur, dass diese fest in ihrer Position drinne sind. Und dann nehmt ihr in diesem Fall einmal die Belege. Dann nehmt ihr noch Keramikpaste. Damit verhindert ihr im Endeffekt einfach, dass sich die Bremsbelege festbrennen oder festfressen. Und ja, dann nehmt ihr einfach Keramikpaste und macht es einfach jeweils auf die Ende der Führungen. Könnt euch ruhig euren Finger nehmen und das verteilen. Nur achtet darauf bitte, dass keine Keramikpaste auf den Belag drauf kommt. Ja? Wenn ihr dann die Bremsbeläge mit Keramikpaste besprüht habt, müsst ihr dann eigentlich nur noch mal euren Bremssattel nehmen, draufsetzen und mit den Schrauben in diesem Falle wieder an ihrem alten Platz fixieren. Einmal oben und einmal unten. Wenn das dann getan ist, nehmt ihr euch noch mal kurz eine Küchenrolle zur Hilfe
reißt ein paar Fetzen ab, sprüht den Bremssattel ein, reinigt ihn nochmal von Fett und Bremsstaub. Dann habt ihr das einmal fertig, setzt an sich nur noch die Felge drauf machen, mit 150 Newtonmeter festziehen und dann werdet ihr auch einmal rundherum mit dem Bremsen fertig, wenn ihr das 4-mal gemacht habt, vorne und hinten. Und dann wäre es das auch mit Bremsenwechseln bei meinem Dodge Challenger. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall freuen.